Und in Dresden, da ist ja in der Nacht die Karola-Brücke teilweise eingestürzt. Betroffen ist da der Brückenzug, auf dem das Straßenbahngleis und auch ein Teil des Gehwegs gewesen sind. Das hat der Sprecher des Lagezentrums auch bestätigt. Die Trümmer sind auf einer Länge von etwa 100 Metern in die Elbe gestürzt. Die Karola-Brücke ist eine der 4 Elbbrücken in der Dresdner Innenstadt. Und unser Kollege Lutz Stordl, der ist inzwischen direkt vor Ort an dieser Karola-Brücke. Lutz, wie ist die Situation momentan und gibt es denn vielleicht auch schon erste Hinweise auf eine mögliche Einsturzursache? Die Hinweise gibt es noch nicht, aber wenn man hier steht, dann muss man wirklich sagen, also ein Riesenglück, dass das Ganze 3 Uhr nachts passiert ist und nicht mit beginnendem Berufsverkehr. Wir können hier mal schauen. Also das ist oder das war einmal die Karola-Brücke, eine Hauptverkehrsachse. Wir sehen diesen Teil, der hier total eingebrochen ist, auf einer Länge von 100 Metern. Was da oben wie Oberleitungen aussieht, das sind die Gleise oder waren die Gleise. Und das ist also ein separater Teil dieser Brückenkonstruktion. Die Autobahnen, die Autofahrspuren, die laufen auf einem anderen Pfeiler, die sind im Prinzip intakt geblieben. Aber dieser Teil ist also komplett eingebrochen. Und wenn wir weiter hinten schauen, da sehen wir also, das hängt alles durch. Das ist also durchaus offen, dass diese Brücke auch weiter nachgibt. Deswegen ist im Moment hier alles weiträumigst abgesperrt. Ja, man mag sich nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn hier im Moment des Einsturzes also eine Straßenbahn noch auf den Gleisen gewesen wäre. Also kein Personenschaden, das ist erstmal wichtig. Aber das, was für Dresden an dieser Brücke hängt, und beim Zusammenbruch sind auch noch Leitungen der Fernwärme beschädigt worden, sodass es in Dresden im Moment auch keine Fernwärme gibt. Das Terrassenufer wurde vom austretenden Wasser geflutet, das ist jetzt abgelaufen. Aber das Ganze wird die Stadt also Monate beschäftigen, beschädigen, weil eben über diese Brücke ein Großteil des städtischen Verkehrs von der einen auf die andere Seite gelaufen ist. Das ist im Moment nicht mehr möglich, dass die Schiffsfahrt nicht mehr laufen kann. Auch das ist ja völlig klar. Und man wird nun im Laufe des Tages sehen, also wie viele Wochen braucht man überhaupt, um diese Teile zu bergen. Ein Neubau der Straßenbahngleise, wir kennen das, das wird sich Jahre ziehen. Also erstmal verkehrstechnisch ein Riesendesaster. Großes Glück, dass es zu keinen Personenschäden kam, weil eben Einsturz am ganz frühen Morgen. Und dann müssen wir die Entwicklung im Laufe des Tages einfach abwarten. Lutz, lass uns ganz kurz mal sprechen. Du hast es angedeutet. Ziemlich wichtig für den Berufsverkehr, auch überhaupt für den flussüberschreitenden Berufsverkehr. Was heißt denn das am heutigen Morgen für die Dresdnerinnen und Dresdner? Und das heißt erstmal umstellen, also die Zufahrt ist weiträumig abgesperrt, das hat man im Griff. Es ist auch so, dass die benachbarte Augustusbrücke, die dann direkt zum Theaterplatz führt, die wurde in den letzten Jahren umgebaut zur Fußgängerbrücke. Also sie ist aus Ausweichstrecke nicht befahrbar, nur für Straßenbahngleise gehen noch drüber. Und nun muss man hier sehen, es gibt dann im näheren Umfeld noch 3 Brücken, die die beiden Stadtseiten miteinander verbinden. Auf die muss eben einfach ausgewichen werden. Ja, und das jetzt hier auf lange, lange Zeit keine Straßenbahn mehr drüber geht, das ist klar. Also das sind Dinge, die wirklich sich über Monate ziehen. Und es bilden sich Staus, das ist klar. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass die ganze Stadt zugeparkt ist. Lutz Stordl, für den Moment recht vielen Dank nach Dresden.